Es ist Montag, was für ein Datum, weiß ich nicht, irgendwas mit Mitte Mai. Ja, wahrscheinlich. 12.? Wurscht. Ja, es ist 8 Uhr, heute ist schön entspannt. Denn heute ist der einzig schöne Tag der Woche. Laut dem Wetterbericht werden die kommenden Tage sehr regnerisch, durchwachsen und stürmisch werden. Ich mache halt auch nicht lang, vielleicht 10 Meilen, nicht weit. Habe ich heute nicht so die große Muße zu, muss ich sagen. Und habe gestern noch mal eine ganze Weile nachgedacht über mein Verhalten, wie ich den ganzen Trail angehe oder halt auch seit geraumer Zeit laufe und so. Und ja, ist mir eins so ein bisschen klar geworden, weil man muss sich immer wieder hinterfragen, warum bin ich eigentlich hier, warum laufe ich den Trail. Und da habe ich mir das alles nochmal so ins Gedächtnis gerufen, warum ich hier bin. Und es ist zum einen einfach kein Stress zu haben, die Zeit ein bisschen zu verlangsamen und einfach mein eigenes Ding durchziehen, ohne Druck, ohne irgendwie, ja, hier von da nach da musste jetzt in 8 Tagen sein und pipapo. Also ich denke, das ist grundsätzlich der falsche Ansatz, den Trail zu laufen. Es gibt viele, die das machen. Die haben sich fest vorgenommen, ich laufe jeden Tag meine 20 Meilen oder mehr und möchte bis da und da, hier und dort und dort sein. Sorry, die Straße ist noch ein bisschen nah, ist ein bisschen kacke noch jetzt hier. Aber ich hoffe, man versteht mich. Und ich für meinen Teil habe mir gesagt, bevor ich dann 3, 4, 5 Wochen vor meinem Abflug fertig bin mit dem Trail und mir dann denke, oh, was machst du denn jetzt? Weiter Geld ausgeben und so weiter. Chill ich mir doch den Trail, mach am Tag meine Meilen. Das sind mal mehr, mal weniger, das kommt eben immer ganz drauf an. Ja, ist mir auch so ein bisschen klar geworden. Und ich habe mir vorgenommen, also höchstens vielleicht noch 1 oder 2 Mal im Monat, also within 4 Wochen oder je nachdem, ins Hotel zu gehen. Was ist das noch? Auch ein kleines privates Hacienda. Weil ich habe vorgestern, als ich beim Mexikaner saß und meine Burritos genascht habe, mal kurz einen Kassensturz gemacht. Und habe ich schon nicht schlecht geschaut, leckt mich am Ärmel. Nee, also das kann ich nicht so weitermachen. Es ist nicht so, als hätte ich das Geld nicht, aber das ist mir dann doch nicht wert. Sagen, für jede Nacht ein Huni mindestens. Ums Essen Geld ausgeben kommst du nicht rum. Das ist so. Essen musst du. Und da werde ich auch nicht sparen, um Gottes Willen. Aber Unterkünfte schränke ich ein. Ja, genau. Heute, wie gesagt, schön gemütlich. Das schöne Wetter nochmal ausnutzen und mich dann mir mental darauf vorbereiten, dass die kommenden Tage schön scheiße werden, weil dann fällt das Gelaufe im Regen halb so schwer. Läuft einfach nur noch Tunnelblick an und dann geht's los. Ich bin ein wenig Gewicht losgeworden auf der Grund der Tatsache, dass ich meine dicke Winterjacke, ein T-Shirt, das ich nicht brauche, weil ich jetzt hier so ein schönes Sommerding habe, wo die Ärmel auch weg sind. Lange Unterhose, auch so ein paar Kleinigkeiten, Mütze und Handschuh. Habe ich alles verpackt und einem Trail Angel gegeben, den ich gestern kennengelernt habe. Und der bringt das heute für mich zur Post und schickt das erstmal direkt nach Harpers Ferry weiter zum Postamt. Und dann mache ich so einen Mail-Drop technisch, geht das dann von Postamt zu Postamt, wo ich eben auch bin oder wo der Trail sich befindet. Und dann kann ich immer schön Gewicht sparen. Und wenn ich es dann wieder benötige, dann nehme ich es wieder an mich. So einfach ist es. Da ich ja die letzten 2 Tage wieder übelst in mich reingepumpt habe, essenstechnisch, war ich heute schon zum 3. Mal Ballast abwerfen. Das letzte Mal, ungefähr 1 Meile liegt das zurück. Kaum sage ich mir, da ist keiner unterwegs. Schnell abgelegt, den Rucksack oder ins Gebüsch gesprungen mit der Rolle Klopapier. Und kaum war ich fertig, ich habe abgezwickt. Da höre ich schon Hunde. Nein!
dann muss es schnell gehen. Dann muss es richtig schnell gehen. Da habe ich das Geschäft ganz schnell beendet. Und da kamen schon 2, 3 ältere Mädels mit ihren Hunden an und eine kannte ich auch noch, die Sparrow. Ja, aber der erste kleine Stress halt schon. Stress, wenn man Stress nennen kann. Hier auch ein kleiner Brook, kleines Bächlein. Hier ist auch echt nett, muss ich sagen. Hier ist schon schön. Jetzt bin ich gerade an einem Masten vorbeigekommen, an einem Strommasten. Da war ein Schild. 1/3 sind geschafft. Also wir haben 1/3 vom Appalachian Trail absolviert und das ist schon geil. In Harpers Ferry, wenn wir in Harpers Ferry sind, alter Lachs, hier kommen ganz schön viele Autos. Dann haben wir fast schon die Hälfte in Harpers Ferry. Hier sind noch richtig. Und ich habe das Gefühl, meine Blase, Full Hard Knock 3.9, ja. Meine Blase wird jeden Tag auf dem Trail ein bisschen kleiner, habe ich das Gefühl. Was ich hier ablittern muss, was ich pinkeln muss, nicht mehr feierlich. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das nicht nur mir so geht. Weil das ist schon, du trinkst viel, weil dadurch, dass du ständig läufst und läufst, drückst du irgendwie ständig auf die Blase oder was weiß ich, ne? Und dann ergibt sich das halt. Also 10-mal am Tag, überhaupt kein Problem. Anhalten, plätschern lassen, weiter geht's. So, für mich geht's jetzt bergauf. Erster Anstieg des Tages. Bis dahin. Hallo ihr Lieben. So randomly habe ich mich dazu entschieden, den heutigen Wandertag sein zu lassen. Ich habe das Zelt schon aufgebaut, hier an diesem kleinen Fleckchen hinter mir. Nobody's there, es ist aber auch erst 2 Uhr. Ich bin von meinem Hotel ungefähr 10 Meilen weg, also ein kurzer Tag heute, aber nach dem Zero, kurzer Tag, ist eigentlich immer nicht schlecht, weil bis du dann mal wieder auf Betriebstemperaturen kommst, brauchst du schon ein bisschen. Hier könnte man theoretisch auch runtergehen, um sich Wasser zu holen. Wahrscheinlich mache ich das auch. Ich habe dann vorher nur mal kurz runtergeguckt, um noch mal auszuspähen, um dann noch andere, vielleicht bessere Plätze zu finden, aber musst du doch mal zufrieden sein mit dem, was du hast. Ja, ich habe übrigens den Husterer gefunden. Ihr erinnert euch, der neben mir lag, 10 Meilen vor Delville, der die ganze Nacht gehustet hat. Jetzt weiß ich auch warum. Er ist halt schon ein starker Raucher. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, Kamera. Warum machen du immer Scheiße, hä? Ja, mir ist auch mal passiert. So, also. Und zwar habe ich Held beim Geschäft machen, ganz am Anfang, wo ich mein 3. Geschäft verrichtet habe, einfach mal meine Hüfttasche liegen lassen. Hä? Du Vollidiot! Ich habe das zum Glück dann nach 1,5 Meilen dann registriert, weil ich wieder mal pullern musste, ne? Und dann hier, da fehlt was. Da ist was weg. Sag ich, Scheiße. Ja, warst abgelenkt durch die 3 Weibsen, die dann gekommen sind und schnell, dann warst du abgelenkt und schnell den Bobs abwischen und dann auf einmal, ja, stehst du da, hast die Brusttasche weg. Der kann aber nicht wahr sein. Wenn die weg ist, hell over me, auf jeden Fall. Also da ist alles drin. Ausweis, Papiere, Kreditkarten, Kohle. Also, wenn das Ding weg ist, dann habe ich verloren. Alter Lachs, der ist wieder zurückgelaufen und da habe ich den Typen eben getroffen mit seinem kleinen Hund da oben drauf. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, er raucht und so, ne? Und hat den kleinen Hund dabei und dann, ja, doch. Und der geht sehr langsam. Also der ist vielleicht so alt wie ich. Aber der läuft nicht viel. Der läuft immer eine Meile, dann raucht er wieder eine, macht Pause und dann läuft wieder eine Meile, raucht und so geht das weiter. Und das war der die ganze Nacht durchgehustet hat. So, kennen wir den auch. Genau, und dann habe ich unten noch meine 3 Mädels wieder getroffen, die ich heute Morgen schon mal getroffen habe, die mich eben beim Geschäft machen gestört haben.
Die habe ich wieder getroffen. Dann so, oh, hast du wieder gefunden? Sag ich, ja, ich habe es wieder gefunden, toll. Ihr seid schuld. Aber ja, das ist auch ganz, ganz nette. Die eine, die Sparrow, die ist ja auch Thru-Hikerin und die zwei waren ihre Freunde und die machen hier nur so eine kleine Tagestour und mit dem Shuttle fahren die anderen zwei dann zurück und sie läuft weiter. Haben auch Hunde dabei, 2 Stück. Und die haben mich gleich wieder mit eingedeckt. Hier kriegst du Orange, hier hast du eine Powerbar, brauche ich nicht, hier nimmst du Nüsse mit. Und so weiter. Hast du wieder Trail Magic gehabt mitten im Wald. Wer schreit denn jetzt rum? Irgendjemand hat ihr genießt. Hört ihr das? Bestimmt jemand. Da kommt bestimmt gleich jemand den Berg runter. Die kommen ja alle. Also wenn jemand kommt, dann kommt er hier den Berg runter und dann läuft er direkt hier vorbei. An dem Ding hier. Die werden sich denken, was ist mit dem los? Macht der schon Schluss für heute? Ja, aber ich's kann. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen, wie eh und je. Vom Appalachian Trail, juche. Gott, war das schlecht. Also, es hat ja frühst noch geregnet. Ich wäre jetzt sowieso noch am Zelt liegen geblieben, glaube ich. Von dem her. Aber so bis um 7 habe ich gepennt. Ich habe so gut gepennt. Nachts war mal wieder Paree da. Mittlerweile weiß ich, kenne ich die Geräusche so ein bisschen, wenn die da so niesende. Das ist also ein Hirsch, so ein Weißwedel-Idiot. Weil ich das live auch schon gesehen habe jetzt hier. Hey. Ja, um 8 bin ich losgelaufen. Schön gemütlich, bin jetzt seit einer Stunde auf dem Trail. Ja, es wird immer mal wieder regnen. Aber solange es jetzt nicht runterkracht, gibt es wahrlich schlimmeres Wetter. Ausgesetztes Tagesziel haben wir nicht. Ich gehe, solange ich Bock habe. Aber ein bisschen weiter als gestern auf jeden Fall. Gestern war es ja doch nur 9 Meilen. Mit der Hin- und Herlauferei. Ich muss schon wieder aufpassen hier mit den... Da sind sie schon wieder hier. Warte. Ich weiß nicht, ob die Kamera die so gut einfängt hier. Da ist er. Der Boy. Gibt es auch mehrere Unterarten. Einige sind giftig, aber anfassen tue ich die Dinger sowieso nicht. Aber durch das feuchte Wetter sind die wieder vermehrt auf der Spur. Ich muss die Augen offen halten, um nicht hier den Gefahr der Tod zu spielen. Vielleicht gehen wir heute zu Jengens, wie heißt es? Jengens Knob oder so. Parkplatzbrücke und da kann man gut zelten. Und da kann man sich auch, das ist ja Wasser. Muss ich ja wegen abwaschen und mal in den Fluss springen, habe ich gelesen. Aber das sind fast 20 Meilen. Mal sehen. Bin relativ spät los, wie gesagt um 8. Bin aber fit. Das muss ich hier so kracht. Das sind übrigens meine Tic-Tacs. Mich nervt's auch schon. Ja, ich werde sehen, wie weit man heute Luft verspüren und wie das Wetter so mitmacht. So ist ja in Ordnung jetzt hier. Perfekt. Ja, so sieht es aus momentan. Also man hat das Gefühl, man läuft halt in der Wolke oder im Nebel. Aber es ist nicht so, als würde es jetzt hier literweise runterhauen. Noch nicht. Schöne Blümchen hier, gell? Ja, Leckomat. Ich traue mich auch mal wieder, den Poncho abzulegen. Safety Check. Hat jetzt die letzten 4 Stunden eigentlich nur geregnet. Aber jetzt macht es den Anschein, es lässt ein wenig nach. Es schlägt 2:30 und ich fühle mich ganz gut. Ich habe nur Kraft, ich habe eine Power. Ich mache jetzt noch so 6 Meilen, also bis um 4:30 werde ich noch schuften. Und dann werde ich mir was suchen. Aber wo ich den Berg angefangen habe zu besteigen, da stand unten schon ein Schild. Also auch beim nächsten Shelter gibt es kein Wasser. So, ich habe jetzt noch einen halben Liter dabei.
Also in 5 Mal kommt wieder was. Ich habe jetzt gerade 1,5 Liter getrunken. Und ja, es ist auch nicht die Welt, aber Hauptsache trinken. Ich habe vorher, also ich habe die Kamera die ganze Zeit in der Tasche gehabt, beziehungsweise im Rucksack. Weil natürlich mal was Tolles auf der Straße liegt, auf dem Weg liegt und es regnet und war doof. Ich habe eine Schildkröte gefunden oder gesehen auf dem Weg. Gar nicht mal klein, halt so, wie was würde die gewesen sein? 20 lang, 15 breit. So in etwa. Die ich mit dem Handy bloß schon fotografieren können. Weil es geregnet hat wie Sau. Glückliche Köpfchen eingezogen. Aber dass hier Schildkröten auch im Wald gibt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also meine Geckos, die begleiten mich hier heute in einer Tour. Also es ist echt sehr von Vorteil, dass die so knallorange sind. Die stechen mir sofort ins Auge. Also kannst du eigentlich gar nicht wirklich drauf treten. Auch sehr so unter dem Blatt und so oder so. Aber das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. Ja, kommendes Wochenende ist ja auch in Damaskus Trailfest. Da werden auch einige hinfahren. Also ich sag mal bestimmt jeder Zweite. Und haben hier einen schönen leeren Trail. Oh weh, das war wieder eine Aktion hier jetzt. Auf die letzten 400-500 Meter fängt es natürlich wieder an zu regnen. Also heute habe ich kein Glück mit dem Regen. Ja, kurz bevor ich am Ziel war, ging es nochmal richtig los und es regnet halt jetzt vor sich hin. Ich habe in einem Affenzahn irgendwie versucht, das Zelt aufzubauen und das innere Zelt trocken zu lassen irgendwie, aber ja. Hat nicht ganz geklappt. Ich habe jetzt hier eins von meinen dicken Handtüchern geopfert, um das Innenzelt ein bisschen trocken zu bekommen. Ich habe mich jetzt schon eingerichtet. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Wasser. Aber da kann ich an den Fluss gehen. Muss ich schon filtern vom Fluss. Und es ist 5 Uhr. Wir haben 20 Meilen gemacht heute. Trotzdem, dass wir erst um 8 Uhr aufgestanden sind. Also tipptopp. War aber auch gut zu gehen heute. Ich habe kein Netz hier. Ich weiß nicht, wie das Wetter morgen wird, aber es wird genauso sein wie heute. Also das Zelt wird dort nicht mehr viel verlassen, außer nochmal zum Wasser holen. Und ja, das war es auch schon. Und dann lasse ich mich am Ärmel lecken und hoffen, dass nicht die ganze Nacht durchregnet. Aber von mir soll es die ganze Nacht durchregnen, habe ich morgen früh vielleicht wieder ein schöneres Wetter. So ist es. Guten Morgen am 15. Mai. Circa 7:30. Jetzt gerade, ich bin um 7 gemütlich los. Mich schön ausgeschlafen, sehr gut gepennt. Hat zwar die ganze Nacht wieder durchgeregnet, aber heute Morgen war es zum Glück trocken, beziehungsweise hat es nicht geregnet, also mit Zeltabbau und so kein Stress. Und heute werden wir mal sehen, wie weit uns die Füße tragen. Vielleicht auch wieder so 20, das werden wir sehen. Ganz in Ruhe. Also heute sind auf jeden Fall auch mehr Höhenmeter drin als gestern. Aber wir chillen. Wir chillaxen das einfach. Da wo wir ankommen, da kommen wir an. Wo es uns gefällt, da bleiben wir auch. Planen kannst du hier nicht wirklich, also es kommt wie es kommt. Guten Morgen an der Stelle. 16. Mai, Donnerstag.
kurz nach 6:30. Ja, gestern gab es nicht mehr viel zu filmen. Mein Tagesziel erreicht. Knapp 22 Meilen haben wir gemacht. An dem Zeltplatz, wo ich war, also das ist ja immer inoffiziell, war tatsächlich dann noch 2 Deutsche am Start. Der Freedom und der Leo. Die noch ein bisschen gelabert. Ja, relativ witzig. Auf einen Schlag 3 Deutsche und die Amerikaner hier einfach mal in der Unterzahl. Die waren noch zu zweit. Gar nicht wahr. Ein Kanadier, ein Ami und wir 3 Deutschen. Da haben wir noch ein bisschen gequatscht und die kannten mich schon wieder. Ah, du bist der Blue. Ah, schon viel gehört und so. Hä? Wie kann das sein? Aber ich schreibe mich halt schon noch in die Logbücher ein und quatsch mit den Leuten und so ein bisschen. Das schon. Aber ja, wie gesagt, ich bin der Blue und da wussten sie genau Bescheid, wer ich bin. Ja, der Leo, der war zwischendurch schon wieder eine Woche zu Hause, weil er sich von seiner Frau scheiden lässt, die ihn erst vor 3 Wochen hier besucht hatte. Und ja, hat er gemerkt, nö, kein Bock mehr auf sie, lässt sich scheiden. Das war erst mal zu Hause. Also hier passieren Dinge auf dem Trail. Echt crazy. Bis um 5:30 geschlafen. Nachts hat es immer mal wieder geregnet. Dafür ist jetzt trocken. Und es scheint, dass die Sonne sich hier wirklich mal zeigt des Öfteren. Sieht man das? Ja, da hinterm Berg, da quält sie sich hoch. Ja, irgendwie ist der Look hier dann jeder Tag ein bisschen eintönig. Was heißt eintönig? Der Ablauf ist gleich. Läuft. Hier ist auch wieder so ein bisschen, als wäre es mal jetzt mal ein bisschen Flächenbrand gegeben hier überall. Das ist jetzt nicht so selten, dass man das sieht. Oh, es ist herrlich. James River Footbridge. Geil. Mal wieder eine Brücke. Und Kamera, ich schmeiß dich jetzt wirklich ins Wasser. Das nervt mich hart. Was will ich sagen? No. Blue Ridge Mountains up in there. Heidewitzka, war das ein Anstieg. Wenn, dann so heute. Aber hat es mir wieder gelohnt hier. Schon wieder ein überragender Ausblick. Ich bin klitschnass. Klitschnass. Überall. Ah, geil. Jetzt den Paraglider und... So, der Donnerstag neigt sich auch dem Ende entgegen. Heute sind wir an einem kleinen feinen Shelter hier zu erkennen. Da ist gerade jemand gekommen, keine Ahnung, ob der hier bleibt. Hinter mir liegt noch eine Dame aus New York. Ich war keine 10 Sekunden hier, dann... Aber jetzt ist es ruhig. Nee, ist ein nettes Mädel. Her name is Metropole. Metropole. Ja genau, ich bin hier. Direkt am See. Keine Ahnung, ob ich das bereuen werde heute Nacht, aber ich finde das Plätzchen ziemlich geil. Ich kann halt die Seite aufmachen und dann kann ich nachher schön gechillt im Zelt liegen und ein bisschen da rausgaffen. Hier ist richtig Leben am Start, also Frösche, Fische und Vögel und was weiß ich. Also hier geht's absolut rund. Hier brauchst du keinen Fernsehen, hier musst einfach nur hingucken. Und die Viecher, was mir halt auch auffällt, ist, die sind halt null scheu irgendwie. Selbst die Vögel lassen sich auf einen Meter ran, bis sie dann mal abhauen. Und hier gibt es Vögel, das habe ich noch nie gesehen. Blau, rot, also richtig geile Farben. Und ja, ist hier so ein kleines Biotop, würde ich sagen, mit dem See hier nebenbei. Hat man auch nicht alle Tage und da habe ich mir gedacht, ach komm, auf einen Höhenmeter gemacht.
Heute machst du mal wieder ein bisschen kürzer. Es ist jetzt 2:30. Ich habe noch den ganzen Nachmittag zum Entspannen. Das waren halt ungefähr 19 Meilen, aber auch wieder einiges an Höhenmetern. Das reicht einwandfrei heute. Fresschen Ausschau halten. Aber da habe ich schon was im Blick. Das geht dann mal kurz vom Trail, ein kleiner Pfad weg und dann bist du ungefähr 1,4 Meilen bei einem Dollar General. Das wäre tipptopp. Also einfach nochmal einkaufen für 4-5 Tage, bis ich dann irgendwo bin, wo ich wieder einen Tag bleibe. Also das sind Ochsenfrösche in dem Teich. Ja, das? Ja. Ja genau, bis ich halt dann mal wieder einen Tag irgendwo bleibe, um mich zu duschen und so. Der Teich, sieht jetzt nicht so sauber aus, als würde ich jetzt da auf die Schnelle mal kurz reinspringen können. Könnte ich wahrscheinlich schon, aber ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Alles voll mit Ästen und so. Aber da kommen noch einige, haben sie auch gesagt, da kommen noch einige, wo man also sehen, auch Badeseen oder auch nicht, wo man einfach mal schön gediegen reinspringen kann und mal einen Tag chillen kann und so. Aber heute auch wieder, also heute war Wetter top, aber die Sonne hat schon Kraft, also ich habe einen kleinen leichten roten Abdruck hier, also morgen werde ich mich mal ein bisschen eincremen, bevor ich loslaufe. Und ja, ich mache mir hier noch einen schönen faulen Lenz. Ich gehe jetzt erstmal Wasser holen, die Quelle ist unten. Ja, wieder ein erfolgreicher, schöner Tag heute. Dann ist morgen schon Freitag, dann beginnen die Trail Days und ich habe hier schön freie Bahn. Da freue ich mich drauf. So, falls noch mal was passiert, melde ich mich heute Abend nochmal. Ansonsten sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Und bis dahin, Tschüssikowski, auf Wiedersehen. Guten Morgen am Freitag, den 17. Mai. Heute Morgen, als ich das Zelt verließ, waren es dann rucki-zucki wieder 6 Zelte um mich rum, wo man sich dann denkt, ich habe euch den ganzen Tag nicht gesehen. Woher kommt ihr auf einmal alle? Sag mal, springst du dann aus dem Boden raus oder was? Ja, heute, wie gesagt, Freitag, Trail Days. Mal sehen, ob es sich bemerkbar macht oder ob einige auch doch denken, nee, ich denke mal so wie der Mike, der hat schon recht hier. Oh, schön, alles voll mit Blümchen. Blümelein. Hat schon recht, hier schön den leeren Trail genießen. Aber wir werden sehen. Ich will morgen kurz einen Abstecher machen nach Montebello. Oder wie das heißt. Das sind vom Trail, habe ich gestern schon mal gesagt, ein paar Meterchen. Und dann nochmal für 3 Tage mich eindecken, bis ich in Waynesboro bin. Waynesboro. Und dann ja, werde ich mal da vielleicht einen Tag bleiben oder so. Heute schönstes Wetter ab Mittag. Nachmittags soll es ein bisschen gewittern. Aber es ist Frühling. Und wenn ich gestern schon wieder gesehen habe, halbe Waldbrände und was weiß ich, da ist der Wald bestimmt froh um jeden Tropfen Wasser, den er bekommt. Wäre natürlich auch cool, mal kurz zu duschen. Oder ich finde heute irgendwie was, wo ich mal reinspringen kann und ein bisschen Katzenwäsche mache. Ja, die Füße bräuchte ich schon mal nach 4 Tagen jetzt. Das ist Tag 5 ohne Dusche oder Wasser an den Füßen. Ich muss mich mal wieder melden hier. Wir haben heute vor 1-2 Stunden ungefähr die 800-Meilen-Marke geknackt. That's great! 800 Meilen, knapp an die 1500 Kilometer seit dem 18. März. Schön. Weiter geht's auf die nächsten 800. Jetzt kam mir hier gerade eine riesige Gruppe Wanderer entgegen. Alles so Ü60. Dann haben wir gesagt, kannst dich freuen. Und dann war der nächsten Kreuz am nächsten Parkplatz. Gibt's Trail Magic. Gott, wie geil. Sagt, Hot Dogs, Hamburger und kannst du schön voll fressen. Sag ich, geil. Trail Magic, endlich mal wieder Trail Magic. Voll Bock drauf. Ich wollte jetzt eigentlich bei dem Shelter da vorne ein zweites Frühstück nochmal machen. Das ist jetzt kurz nach 10 oder so, 10 Uhr. Aber das schenke ich mir jetzt. Komm, das Stückchen gehst jetzt auch noch.
Und dann gibt es was Feines zwischen die Kiemen. Nice. Frisch gestärkt den zweiten Berg erklommen. 13 Uhr. Oh, war das ein Festmahl. Ah, ich sag's euch. Hot Dogs, Bohnen. Ah, geil. Es war, ich habe bestimmt 7 Hot Dogs in mich reingefuttert. 7 Stück. Ich dachte, iss nur. Sag ich, isn't it outrageous? Sag ich, ein bisschen unverschämt. Sag ich, iss, Junge. Solange du satt bist, frisst dich satt. Ich sag, alles klar. Das lässt sich der Blue nicht zweimal sagen. Und dann habe ich reingehauen. Also, wie gesagt, das letzte Trail Magic ist schon eine ganze Weile her gewesen. Und die freuen sich ja auch, wenn es dir schmeckt und du rein hast. Dann ist für die das Höchste. Ja, zwischendrin musste ich noch mal eine Bombe abschmeißen, die war dringend notwendig. Meine Nasenbären. Aber mittlerweile ist man da richtig geübt drin. Das geht zack, zack, abgezwickt, abgewischt. Weiter geht's. Die Hände desinfiziert natürlich noch. Und ja, schon wird der Wald jeden Tag ein bisschen gedüngt von mir hier. Ich finde, das hat immer irgendwas, wenn du irgendwie auf einer Hochebene bist und dann zieht das so Nebel auf oder bist in einer Wolke drin. Das lässt dich immer wieder daran erinnern, wo du gerade bist. So geht es mir zumindest. Die Power von den Hot Dogs, die hält noch an. Ich muss trotzdem mal ein kleines Päuschen machen, weil ich auch mal was trinken muss. Das vergesse ich immer ganz gern hier. Muss man mal so eine kleine Flasche zulegen, die hier reinpasst irgendwie. Da wo du dann nur so dran nuckeln musst. Das ist schon nicht schlecht. Heute gab es sogar zweimal Trail Magic. Absolut überragend. Ich sage, wenn du nicht aufpasst hier. Aua. Kam ich an einen Parkplatz und da war alles voll mit Autos. Da war erst so Wiese mit ein paar Bäumen. Da war so richtige, also eine Zeltstadt. Aber so um die 10 Zelte waren es bestimmt und ein großes. War kein Mensch zu sehen. Entweder waren die gerade alle in ihren Zelten für den Mittagsschlaf. Dann werden es gewesen sein, 2, 3. Jedenfalls war keiner auffindbar. War aber eine Kiste gelegen an einem Kreuzungsschild, wo drauf stand Help yourself. Und das Ding war voll mit Gaskartuschen, also so halbvollen. Wahrscheinlich von einem Heiko Hostel oder was. Dann, ja, Freeze-Dried Food. Und das ist nicht wenig. Also ich war jetzt nicht so unverschämt. Ich habe mir ein Gericht rausgesucht und eine halbleere Gaskartusche. Die fülle ich direkt in meine. Für den Abend habe ich was Leckeres zu essen. Schön Hühnchen mit Reis. Perfekt. Jetzt geht es auch Richtung 4 Uhr zu. Die nächsten 2 bis 3 Meilen werde ich mir da mal was suchen, wo ich die Nacht verbringen kann. So, der Freitag ist auch rum. Es ist 17 Uhr. Wir haben heute knapp 23,4 Meilen gemacht. Echt nicht schlecht, für das mal 6:30 los sind erst. Finde ich gut.
Ja, jetzt habe ich hier ein kleines Päckchen gefunden, habe gleich ein kleines Bäcklein dabei. Da werde ich mir jetzt noch kurz die Füßlein ein bisschen schrubben und ein bisschen von Schweiß befreien. Unser Schlafgemach aufgebaut. Alles vorbereitet für die kommende Nacht. Ja, es hat angefangen zu regnen ein bisschen. Ich dachte schon nicht schon wieder auf die letzten 100 Meter. Aber hat angehalten. Es tröpfelt jetzt nur noch so von den Baumkronen ein bisschen runter. Und das hier, ne? Es ist einfach herrlich. Ich liebe das. Ich liebe es einfach. Das ist so nice. Bist hier mitten im Nirgendwo. Wasch mir die Füße, wasch mir das Gesicht und ein bisschen Katzenwäsche. Dann mach mir was zu essen. Danke für Reis mit Reis mit Chicken. Das lasse ich mir sehr gerne schmecken heute. Danke an den edlen Spender. Auch wenn ich keinen gesehen habe. Also ich glaube echt, die waren alle im Zelt und haben gepennt oder was. Wurst. Dann, wenn ich morgen aufstehe, ganz entspannt, dann habe ich noch 4,3 Meilen auf dem Trail. Dann geht eine kleine Abzweigung runter ins Tal. Da ist dann Dollar General. Da fülle ich da mal kurz noch auf für 2-3 Tage. Bis nach Waynesboro und dann machen wir dann wieder ein bisschen einen Break und so. Wunderbar. Klappt, läuft. Ich habe Spaß. Ja, jeden Tag hier. Das ist einfach. Da ist Tage dabei. Das ist alles perfekt. Da läuft es richtig rund. Und mein Gott, da ist doch Tage dabei. Da ist alles scheiße. Und denkst du, was machst du hier einfach nur? Ist so, und dann siehst du wieder so einen Baum wie diesen hier. Direkt der hier. Und der hat sich gedacht, okay, riesiger Felsbrocken, wenn du hier stehst, dann schlinge ich einfach meine Wurzeln so ein bisschen um dich rum. So, und dann bleibt der Stein hier und so. Und er hat sein Wurzelwerk hier schön am Start. Also man sieht hier schon sehr geile Bäume auch. Die wachsen wie Kraut und Rüben, aber es sieht einfach geil aus. Freitag ist vorbei. Hab gehört, auf dem Trailfest ist die Hölle los. Ohne mich, aber ist auch gut so. Und ich fahre heute meinen eigenen kleinen Trail Day. So sieht's aus. Dann bis morgen in alter Frische und bis dahin. Einen schönen verregneten guten Morgen mal wieder. Ja, es ist mittlerweile schon 8 Uhr morgens und es hat die ganze Nacht, also wirklich die ganze Nacht durchgeregnet. Es ging um 10 Uhr oder so los, aber nicht nur ein bisschen, sondern es hat richtig geregnet. Bam, 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 bam. Durchgehend bis 6:30 heute Morgen hat es durchgeregnet in einer Tour. Aber jetzt ist vorbei. Jetzt tropft es einfach nur noch runter vom Laub. Mein Zelt sah aus wie Scheiße. Ich habe versucht, es jetzt gerade noch so ein bisschen sauber zu machen und ja, den Rest im Bach ein bisschen sauber zu machen. Das ist halt klitschnass jetzt. Ich hoffe, die Sonne kommt ein bisschen raus. Aber lieber tue ich es ja nass in die Plane rein, bevor ich es komplett dreckig reintue. Alles scheiße. Ja, meine. Also gestern noch so ein Glück gehabt mit dem Wetter und dann, ja gut, schifft es eben die ganze Nacht durch. Hier ist der Lager gewesen, hier sieht man auch die Umrisse vom Zelt. 8 Uhr, wir gehen jetzt 4, ein paar zerquetschte Meilen noch ein bisschen in die Richtung von unserem Trail und dann gehen wir nach Montebello, mal kurz ein bisschen einkaufen. Und ich glaube, heute mache ich einen kurzen Tag. Und ich spreche vielleicht beim General Dollar Store mal sehen, was es da gibt. Mich dort vor Ort gleich voll, dann brauche ich mein Tagesding nicht, also ein bisschen was nicht mitnehmen, so, wisst ihr, was ich meine? Und dann suche ich mir irgendwas, wo ich heute verbleibe. Aber erstmal muss ich auch mal den Wetterbericht checken. Wenn es pisst, dann kann ich auch laufen. Das ist dann doof, das ist dann wurscht. Gell? Na gut, alles klar. Ich habe mein Zeug verpackt, alles. Ich hole mir vorne noch ein Schlückchen Wasser. Und dann geht's los. Auf geht's. Bis dahin. Nein. Euer Mo. So, wir verlassen jetzt den Trail. Sind jetzt an der Kreuzung angekommen, wo es nach Montebello geht. Das kann man nicht lesen, ne? Montebello 1,9 Meilen. Also ungefähr 3,5 Kilometer. Ja, wir sind jetzt ungefähr eine halbe Stunde den Berg runtergelaufen. War nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Ja, keine Ahnung.
Geröll ging dann über in Schotter und Schotter ging dann über in Asphalt. Jetzt bin ich gerade an so einem, wie ist das, Fish Hatchery vorbeigekommen. Ich habe keine Ahnung, was eine Hatchery ist, muss ich nochmal nachschauen. Aufzucht. Ich meine, hier läuft jetzt ständig schon so ein Bach entlang hier die ganze Zeit. Was, keine Ahnung, muss ich mal nachgucken. Fish Hatchery, ja, und da vorne an der Kreuzung, an der wir lebten, da geht's jetzt links. So, das war's auch schon. Netter kleiner Tante Emma Laden, würde man in Deutschland sagen. Viel gab's jetzt nicht. Abends wird sich halt jetzt von Instant-Nudeln ernährt, noch ein bisschen. Weil viel Auswahl hatten sie dann nicht. Ich habe mir noch ist halt alles schweineteuer in dem Laden, ist klar, ne? Das ist klar. Für Trockenfleisch, was ich gekauft habe, weil Trocken ist halt schon geil, ne? Ich mag das einfach. Kostet hier $19. Was normalerweise kostet das 12 bis $14 maximal in den großen Stores. Und ja, zack, ist wieder mal $80 los. Klar. Für 2 Tage. Mann, ey, ohne Scheiß. Ihr Amis macht mich arm. Also es waren jetzt bestimmt 5 Meilen und ja, 2,5 Stunden, die wir halt jetzt nur fürs Einkaufen gelassen haben. Aber die Meilen abseits des Pfades, die zählen auch mit. Ja, ich gucke jetzt mal ein bisschen rum. Viel Bock zu latschen habe ich nicht. Außerdem ist Samstag. Da habe ich mir gedacht, wenn die in Damaskus ihr Trailfest feiern, da habe ich mir ein kleines Bierchen gekauft im Store, aber sagt's keinem. Das lasse ich mir heute Nachmittag schmecken in meinem Zelt. So, und erneut einen wunderschönen guten Morgen. Da ist die erste Eidechse. Das Blatt getreten. Ja, gestern gab es nicht mehr viel zu sehen. Ich habe mein Shelter gefunden, oder beziehungsweise einen schönen Platz gefunden zum Campieren. Da war es so 2, halb 3. Ich habe insgesamt 10 Meilen gemacht. Also inklusive Einkaufen waren es 15. Aber heute, also ich habe gestern ein bisschen Internet gehabt und dann sagt er, Vormittag soll sogar die Sonne ein bisschen rauskommen. Das macht den Anschein zumindest. Probiert es sich durch die Wolken durchzukämpfen. Am Nachmittag steht es bewölkt, aber trocken. So, kann ich mit leben. Werden wir mal sehen. Das Zelt ist natürlich nass, wie immer, klar. Werden wir mal sehen, wie weit wir heute machen. Ich habe mir gedacht, wieder so 15 Meilen, je nachdem. Wir gehen einfach mal in den Tag hinein. Gucken, was uns erwartet. Ist ja immer das Schöne, weiß man immer nie. Das macht es ja immer so geil und spannend. Oh, wie schön das ausschaut, wenn die Sonne sich hier wegen durchkämpft. Weil das hier glitzert. Ach, herrlich. Immer wieder herrlich und geil. Immer wieder ein Geschenk, hier morgens aufzustehen. An einem anderen Platz und es schaut einfach wieder anders aus. Ich meine, klar ist alles grün und Wildnis und so, aber es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Herrlich. Okay, nach ungefähr 15 Meilen des heutigen Tages ist auch schon wieder Schluss. Weil ich ein schönes Plätzchen gefunden habe hier, wieder mal mit Bach und so und noch kein Schwein hier. Mit kleinen Shelter, wie es halt immer ist, nebenbei.
Es regnet auch nicht mehr. Ich kann jetzt schon mein Zelt trocknen, die Sachen trocknen und so weiter. Ich habe mir gedacht, ich habe jetzt von hier aus noch 20 Meilen zu der Kreuzung, bis ich nach Waynesboro komme. Also vielleicht bis zum Hotel 22 Meilen. Das ist ein Tag laufen morgen. Also ich stehe morgen wieder mal ein bisschen zeitiger auf und laufe die 20 Meilen durch bis nach Waynesboro. Und in Waynesboro in der Stadt, da gibt es auch ein kleines Fleckchen, der nur für Thru-Hiker reserviert ist. Also wird eine Wiese sein oder so, wo du halt campen kannst. Wo halt auch ein Badezimmer dabei ist. Dusche glaube ich jetzt nicht, aber das ist wurscht, weil dann kann ich da mich morgen hinmachen und dann werde ich sehen, ob ich noch eine Nacht da bleibe oder ein Zero einlege oder je nachdem, muss ich mal gucken. Ich habe leider keinen Empfang hier, ich kann nichts gucken, was die Hotels kosten und so weiter. Aber ich brauche auf jeden Fall Resupply für die kommenden 5 Tage dann. Ich habe jetzt noch gut essen, also ich kann mir heute noch mal richtig schön den Wanst vollhauen. Also morgen nochmal 20 Meilen Tagestour. Heute wieder ein kurzer Tag, aber auch sehr geil. Ich mag das. Ja, man muss ja nicht immer ballern, das passt schon. Ja, wo bin ich jetzt? Wo muss ich hin? Nee. Genau. Dann lassen wir es heute nochmal ruhig angehen und morgen sind wir dann schon in Waynesboro. Ist auch relativ flach, also auf 20 Meilen kommen 3000 Fuß Höhenmeter, also auf 20 Meilen 3000 Fuß. Das hatte ich auch schon auf 3 Meilen oder auf 4 Meilen. Also, gucken wir mal. Ja, alles klar. Bis dahin.